Guten Morgen, es ist kurz vor 6 Uhr morgens. Das hinter mir ist der Koblenzer Hauptbahnhof und ich habe mir heute eine Challenge gesetzt. Nämlich, wie weit schaffe ich es mit dem Deutschland-Ticket in genau 12 Stunden. Punkt 6 geht's los und Punkt 6 heute Abend ist die Zeit vorbei und dann schauen wir mal, bis wohin ich gekommen bin. Ich habe einfach gedacht, ich will in Richtung Meer und um 6:10 Uhr, 6:11 Uhr fährt der Zug in Richtung Troisdorf. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal schon mal ein Problem, ne? Also der Zug hat schon mal 20 Minuten Verspätung bei der Abfahrt. Ob das, was ich mir heute so vorgenommen habe mit dem Meer und so, überhaupt klappt bis 18 Uhr, noch dürfte es klappen, weil die Umsteigezeit so eine halbe Stunde ist und vielleicht holt er auch noch irgendwas auf, aber das ist natürlich jetzt ganz am Anfang schon mal eine ganz schlechte Botschaft. Ja, jetzt die DB-App ist noch sehr zuversichtlich und sagt, dass ich den Anschluss in Troisdorf schaffe. Ich bin ja noch nicht so richtig zuversichtlich. Information zu RE8 nach Troisdorf über Neuwied. Abfahrt 6:11 Uhr fällt heute aus. Aber das ist jetzt wirklich eine Hiobsbotschaft. Gerade hieß es noch, dass es klappt. Aber jetzt fallen sie aus. Es gibt hier einen um 7 Uhr. Der ist ja wahrscheinlich der nächste. Mal gucken, was das ist. Bis wohin müssen Sie denn heute Morgen fahren? Fahren Sie jetzt vielleicht ein bisschen laut? Bis Lübeck. Bis nach Lübeck müssen Sie noch. Ja, das ist ja fast die gleiche Richtung, wie ich noch muss. Aber Sie fahren noch im Fernzug, oder? Genau. Wir fahren mit dem ICE und das größte Problem war eben auch einen Stellplatz zu bekommen für die Fahrräder im ICE. Wir wissen gar nicht, wie wir nach Hause kommen sollen. Also für Sie ist das der RE8 der nächste dann wahrscheinlich mit. Ja, der nützt uns ja nichts. Wir kriegen die Anschlusszüge nicht. Und da haben Sie die Fahrräder drin. Natürlich, das ist das Problem. Ja. Das ist wirklich ein Riesenproblem mit den Fahrradplätzen und so, ne? Fahrradplätze sind ein Riesenproblem. Ja. Und Lübeck, sagen Sie. Oh Gott. Vielleicht blüht Ihnen das, was ich heute vorhabe, mit Regionalzügen durch ganz Deutschland zu fahren. Ja, das fehlt mir auch noch. Also jetzt habe ich mal nachgeschaut, was denn meine nächsten Optionen sind. Ich könnte mit einem Ersatzbus jetzt in 9 Minuten fahren bis Köln. Der braucht aber von hier aus 3 Stunden bis nach Köln. Das ist wirklich sehr lang. Deswegen ist die bessere Option jetzt mit der nachfolgenden Regionalbahn zu fahren. Jetzt die beste Variante. Der fährt jetzt offensichtlich, weil gerade haben sie gesagt, dass er einfährt, der RB 27 in Richtung Troisdorf, der jetzt natürlich viel langsamer ist. Das wird jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich will ja Richtung Norden, also Bremen, Hamburg. Das ist die Richtung, um die es gehen soll. Und die geplante Variante, die ist definitiv weg. Uiuiui. Mal sehen, ob das klappt. Wenn der hier genau pünktlich ist, dann könnte es eine Verbindung geben, aber nur, wenn es wirklich ganz genau klappt, ne? Dass ich noch rechtzeitig da bin, wo ich eigentlich hin möchte. Verrate ich jetzt noch nicht genau. Wir hoffen mal gemeinsam, aber ich habe dann nur 3 Minuten in Troisdorf, um eine S-Bahn zu bekommen nach Köln. Auch da glaube ich noch nicht dran. Aber wir versuchen es. So, jetzt ist genau 1 Stunde vergangen, seit meine Challenge begonnen hat. Und ich habe es von Koblenz bis nach Neuwied geschafft. Das ist nicht besonders weit. In 2 Minuten von Gleis 6 auf Gleis 1 muss ich und ich habe 2 Minuten und der Ding ist aber punktpünktlich. So, jetzt renne ich mal gucken, was klappt, ob es klappt. So, jetzt kommen wir gerade an. Fährt der Messe Deutz? Ja. Fährt der? Was fährt der? Oder was? Aber fährt der Köln-Messe Deutz? Ja, auch. Also das ist jetzt hier große Verwirrung. Wann der hier losfährt. Ja, da steht irgendwas mit Abweichend am Gleis 2.
das ist aber ja nicht die, oder? Nee, das ist das Problem eigentlich. Ja, und dann fährt der jetzt hier weg. Eine Ansage wäre wirklich geschickt. Oh, keine Ahnung, es sollen S-Bahnen fahren, auf jeden Genau. Fall keine Regiobahn. Die S-Bahn hier steht S12, 8:07 Uhr, fährt abweichend am Gleis 2 in Troisdorf. Das wäre ja das da. Ja? Es steht hier aber auch, dass um 8:03 Uhr eine fährt am Gleis 1. Das halte ich für ein Gerücht, weil da steht hier nämlich dieser Zug und das ist nicht die S-Bahn. Und die 8:07 wird mir schon gar nicht mehr angezeigt. Ich habe gerade erneuert, da habe ich nur die 8:03 Uhr. Und dann die 8:21 Uhr mit der neuen Richtung, aber auch angeblich hier. Naja, weil jetzt ist die nämlich um 8:19 Uhr. Aber geht nach Köln, ne? Ich hoffe. Ja, aber möglicherweise auch gar nicht, sondern man weiß nichts. Es wird nichts gesagt, es kommt nicht. Das ist heute die Überraschungszugfahrt. Hurra! Der Zug fährt gleich ab. Das ist so. Okay. So, der ist jetzt wenigstens pünktlich losgefahren. Mal gucken, wie es klappt. Ob ich in Köln-Messe-Deutz die 2 Minuten hinkriege mit dem Gleiswechsel. Wenn das klappt, dann ist alles noch im Plan. Sonst wird es schwierig. Ich glaube, es ist ein Notarzteinsatz, da kann man der Bahn ja nicht wirklich was vorwerfen. Aber blöd ist es natürlich trotzdem. Und hier wäre es echt gut gewesen, wenn es noch Informationen gegeben hätte, wer wie was fährt. Jetzt bin ich zum Glück im schnellsten Zug gewesen. Aber alle standen in den Türen, um möglichst noch rennen zu können. Also, gerade Durchsage. Jetzt warten wir hier in Porz, weil noch ein Zug überholen muss. Jetzt müsste nur der andere Zug noch Verspätung haben, dann wird es vielleicht wieder klappen. Das muss nicht sein, sowas. Also der andere Zug steht jetzt auch ein kleines bisschen verspätet. Boah, ey, das ist jetzt so knapp, jetzt gucke ich gerade raus. Steht der vielleicht noch irgendwo? Nächster Halt. Köln-Messe Deutz. Jo. Das wäre gewesen. Ich glaube, ich fahre jetzt mal bis Köln Hauptbahnhof und gucke, wie es da weitergeht. Oder so. Und dann einfach eine andere Strecke nehmen. Ja, ich muss jetzt auch eine andere Strecke nehmen. Muss ich hier Richtung Münster und Bremen und so. Ich gucke jetzt mal, wenigstens kann ich jetzt den Kölner Dom sehen. Das ist vielleicht noch was. Eine Kerze aufstellen. Für die Bahn eine Kerze aufstellen, ja, vielleicht. Machen Sie es gut, ne? Ciao. Einmal das hier bitte. Den großen Kaffee. Schönen Tag Ihnen. Der Intercity wäre natürlich cool ans Meer, ne? Westerland. Aber er ist halt ein Intercity, da kann ich nicht nehmen. Gucken wir mal weiter, aber der Zug hier Richtung Minden fährt mich jetzt entweder bis nach Duisburg oder er fährt mich bis nach Minden selber, um dann weiter nach Hannover zu fahren. Ich muss mir das jetzt gleich im Zug nochmal genau anschauen, was das eigentlich ist, aber zum Glück habe ich Kaffee und ein Bagel zum Essen und bin sehr gespannt, was passieren wird, weil jetzt weiß ich es wirklich nicht mehr. Wir begrüßen Sie in RE 6 nach Minden. Nächster Halt, Dormagen. Also jetzt bin ich kurz vor Essen und in Essen muss ich mich jetzt entscheiden, steige ich um in den Zug über Osnabrück und dann weiter über Bremen in Richtung Hamburg oder bleibe ich hier in diesem Zug sitzen und fahre über Minden und Hannover nach Hamburg. Der andere Zug, in den ich jetzt umsteigen müsste, der hat allerdings schon 15 Minuten Verspätung und die Verbindung in Osnabrück schaffe ich wahrscheinlich nicht. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich über Hannover fahren, also sogar recht sicher, weil ich muss mich jetzt entscheiden und ich entscheide mich jetzt für Hannover. Aber wenigstens kann ich hier drin sitzen bleiben. Ich bin froh, dass ich diesen Zug genommen habe, der ein bisschen früher in Köln losgefahren ist. So könnte es auf jeden Fall noch klappen, dass ich wenigstens bis nach Schleswig-Holstein heute komme. Jetzt ist es kurz vor 12 und es bedeutet, jetzt sind gleich die 6 Stunden, also die Halbzeit rum
von dem Experiment und ich komme gleich nach Bielefeld. Und jetzt gibt es auch noch eine Entscheidung für mich. Steige ich hier in Bielefeld aus und fahre mit einem Zug dann doch über Osnabrück und Bremen weiter in Richtung Hamburg, oder hoffe ich darauf, dass ich in Minden doch noch die S-Bahn in Richtung Hannover kriege, um dort weiter nach Hamburg zu fahren. Ich bleibe jetzt, glaube ich, drin, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe mich jetzt schon mal an die Tür gestellt. In 5 Minuten jetzt sollen wir in Minden sein und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich gerade so den anderen Zug von hinten sehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die 1 Minute warten, um den Anschluss hier zu bekommen. Aber es ist glücklicherweise am selben Bahnsteig gegenüber in Minden. Aber es kann auch gleich schief gehen. Jetzt Daumen drücken. Die Anzeige verspricht auf jeden Fall mal nichts Gutes, weil es noch mal eine Minute später geworden ist. Jetzt ist es 2 Minuten, nachdem der andere losfahren soll. Also jetzt ist nur noch Glück. Nächster Halt, Minden. Planmäßige Ankunftszeit 12:30 Uhr, heute 12:37 Uhr. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Jetzt. Steht da noch was oder nicht? Steht noch was. Fahr nicht los, fahr nicht los. Das ist er. Nicht losfahren. Jetzt zählt nicht losfahren. Ausstieg links. Oh, das hätte ich nicht mehr gedacht, dass das klappt. Ja. Das war knapp. Das war knapp. Kommt das hier häufiger vor? Ja. Immer dieses Rennerei hier, also die Rennerei ist immer am schlimmsten und dann fährt er vor dir weg, so, ne? Boah, ich habe die ganze Zeit gebibbert. Boah, dass das noch geklappt hat. Ja. Gerade so, weil ich ja einen halben Tag unterwegs bin, ne? Und dann hat man echt keinen Bock irgendwie, wenn man einen Zug verpasst. Von wo nach wo müssen Sie? Also ich komme von Dortmund nach Flensburg. Nach Flensburg. Dann haben wir noch eine gemeinsame Fahrt ein bisschen vor uns. Das Team der S-Bahn Hannover heißt Sie herzlich willkommen in der S1 auf der Fahrt von Minden-Westfalen nach Hannover Hauptbahnhof. Ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt da drüben sehe, das sind jetzt das letzte Mal Berge für heute. Wir müssen 2 Zugüberholungen von Fernverkehrszügen abwarten. Das wird jetzt knapp. Ja, jetzt warten wir in Hastel und dann müssen die Fernverkehrszüge an uns vorbei hasten und dann geht's weiter, möglicherweise. Aber mal gucken, wie viel Verspätung wir jetzt hier bekommen. 2 Zugüberholungen, das könnte jetzt wirklich knapp werden. Das war Nummer 1. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt gleich loskommen können. Hier steht +5, also jetzt sind wir 5 Minuten verspätet. Das würde noch irgendwie gehen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun Hannover Hauptbahnhof. Also Hannover und es scheint wieder alles pünktlich zu sein, trotz der 2 Überholungen. Freue mich ehrlich gesagt drüber. Also Gleis 4, ne? Das ist ja für heute. Das erste Mal, dass alles gut klappt. Aber irgendwie hat die S-Bahn es auch geschafft, 7 Minuten wieder aufzuholen und da bin ich wirklich überrascht drüber, dass das funktioniert hat. Aber jetzt Hannover und nächster Stopp dann Hamburg. Ja, da. Wenn wir jetzt hier hätte rennen müssen, wäre es richtig scheiße geworden. Ja. Steht auch schon da, oder? Das ist er. Ich gehe schon mal rein, ja? Bis gleich. So im Gegensatz zu den ganzen anderen Umstiegen war das jetzt wirklich wenig stressig. 6 Minuten fährt er erst los und der bringt mich jetzt bis nach Hamburg in ungefähr 2,5 Stunden. Ich glaube einmal richtig durchs Plauderland durch.
sehen auch teilweise aus, als wenn die Mitte 20 bei uns. So, jetzt sind 9 Stunden rum genau. So genau 9 Stunden war ich am Koblenzer Bahnhof und da ging es los. Und ich bin jetzt gerade in Uelzen auf dem Weg in Richtung Hamburg. Also die letzten 3 Stunden, die haben es jetzt noch in sich. Bis wohin werde ich es schaffen? Das ist jetzt die große Frage. Also hier sind jetzt ein paar HSV-Fans. Die fahren hier mit dem Zug mit und die sind schon am Trinken. Boah, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Bis jetzt sind sie noch ganz gezügelt. Aber mit dem Trinken geht es schon los. HSV kann heute den Aufstieg klar machen. Und das würde ich jetzt auch feiern. Alle anderen sind halt vom Saufen und so genervt. Oh, jetzt merke ich, wie früh ich aufgestanden bin. Jetzt habe ich ein bisschen einen Durchhänger, muss ich sagen. Es sind jetzt 10 Stunden. So, jetzt komme ich gleich in Hamburg an. 15 Minuten Aufenthalt da, um dann einen anderen Zug weiter Richtung Elmshorn zu nehmen. Das scheint auch alles zu klappen, also wenn der jetzt hier weiterfährt. Allerdings kleine Aufgabe in den 15 Minuten. Ich brauche noch was zu essen und was zu trinken und am besten beim Essen sollte auch noch ein Franzbrötchen dabei sein, weil das muss man ja in Hamburg essen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Irgendwas wäre allerdings wirklich ganz gut, weil so einen kleinen Hunger habe ich noch und Durst habe ich auch noch ein bisschen. Ich habe zwar noch ein bisschen Wasser dabei, aber besser wäre noch eins weiteres zu haben. Das muss ich mir jetzt holen, aber gleich komme ich an in Hamburg und dann sind es noch 2 Stunden. Hallo, einmal das hier und 2 Franzbrötchen bitte. Oh, wunderbar, vielen Dank, das war's. Aber das hat zumindest geklappt, dass ich jetzt hier was habe. So, Gleis 7 ist das nächste. 5 Minuten fährt auch schon wieder der Zug ab, der nächste. Und ich muss ihn auch noch finden. Der ist, glaube ich, ganz da hinten, aber die scheinen hier die Gleise mehrfach zu belegen. Das ist übrigens nur kleiner Tipp für alle Leute, die Stuttgart 21 noch gut finden. Das, was in Stuttgart passieren wird. 2 Züge am gleichen Gleis, einer ganz vorne, einer ganz hinten. Hier in Hamburg ist das einfach nur eine Notlösung. In Stuttgart ist das ein Feature. Bald. Kann man sich ja überlegen, ob man das klasse findet. Wenn man den Bahnhof schon zu klein baut, aber durchziehen muss. Also nach Schleswig-Holstein jetzt rein. Und dann vielleicht bald zum Meer. So, jetzt bin ich in Elmshorn. Das ist tatsächlich der letzte Umsteigebahnhof, den ich hier heute habe bei unserer Challenge. Es ist 17 Uhr jetzt und das bedeutet, dass ich jetzt 11 Stunden unterwegs bin. Das heißt, 1 Stunde ist es noch. Jetzt genau 17:01 Uhr kommt der Zug in Richtung Westerland-Sylt. In den werde ich einsteigen und jetzt noch genau für 1 Stunde fahren, um herauszufinden, wo man genau nach 12 Stunden landet. Da ist es dann 18 Uhr und dann finden wir heraus gemeinsam,
wo der Tag heute endet, wo die Challenge endet. Wo genau werde ich sein nach genau 12 Stunden? Fast wären es auch die Berge geworden. Mit Berchtesgaden hätte ich auch noch hinkriegen können. Ungefähr. Es hätte auch noch Rügen sein können. Das wäre auch noch in 12 Stunden drin gewesen. Aber Schleswig-Holstein ist es geworden, weil ich irgendwie an die Nordsee wollte. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Ich glaube, in den 12 Stunden schaffe ich es nicht ganz direkt an die Nordsee. Aber es ist nicht mehr weit. Ich werde es heute auch noch dahin schaffen. Könnte schwierig werden, ja? Bis wohin müssen Sie denn noch? Büsum. Nach Büsum, okay. Also das heißt, dann müssen Sie jetzt auch dann aussteigen, oder? Ja, ich steige auch gleich aus. Da haben die Wurzeln ja viel interessanter gewesen, glaube ich. Als jetzt, wieso? Das Meer ist spannend. Ich komme ja aus dem, das ist schon gebirgig bei mir. Vom Rhein, da ist ans Meer zu fahren, ja. Also das ist definitiv auch schön, das Mittelrheintal, das kann ich sagen, aber es ist halt was anderes jetzt hier. Hier ist ein Flachland. Ah ja, das ist jetzt, ja, für mich ist das was Neues mit dem Flachland. Das habe ich nicht. Und das war's. Dankeschön, ja. Tschüss. Und das war's. Das ist Heide in Holstein. Es ist genau Punkt 18 Uhr und der Zug fährt hoffentlich nicht ohne mich weg, denn ich muss weiterfahren, damit ich noch zu meinem Hotel komme. Aber das hier ist der Endbahnhof und hier bin ich jetzt ganz genau 12 Stunden unterwegs. Fährt der Weste Deutsch? Ja. Zwei Franzbrötchen bitte. Heide in Holstein. Und jetzt fahre ich noch genau eine Stunde weiter, nämlich bis dahin, wo ich eigentlich gewesen wäre, wenn in Köln und Koblenz schon alles geklappt hätte. Das war jetzt wirklich ziemlich lang. Jetzt bin ich angekommen hier in Tönning. 5 verschiedene Bundesländer, wenn ich es richtig habe. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und wenn ich anders gefahren wäre, wäre noch ein 6. dazugekommen mit Bremen. Ich bin unglaublich zufrieden mit dem, was ich heute hier geschafft habe. Es war lang, es war anstrengend. Zwischendrin war ich auch ziemlich müde. Aber jetzt bin ich froh, hier angekommen zu sein und gleich auch noch das Meer zu sehen. Das habe ich mir, glaube ich, heute verdient. So, ich habe es geschafft. Hier, da hinten ist das Meer und ich bin endlich angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, wo ich hätte besser hinfahren können, wo es noch weiter gewesen wäre als hier in genau 12 Stunden. Ich habe da so ein paar Ideen gehabt, auch noch in Richtung Berchtesgaden zu fahren oder auf Rügen oder so. Aber ihr habt sicher die ultimative Idee. Rein in die Kommentare damit. Und wenn ihr noch was sehen wollt, ich habe auch noch ein Video gemacht, wo ich den Stand der Arbeiten der Ahrtalbahn mir angeschaut habe. Da könnt ihr auch reinschauen, jetzt hier links neben mir. Oder rechts. Auf jeden Fall hier neben mir. Ist auf jeden Fall entweder da oder da. An einer Seite ist es. Klickt drauf und freut euch.